Jo, halt zurück zu Steelrising. Wir sind ja hier bei Les Invalides und wir wollen halt mal ein paar Sidequests, glaube ich, mal klar kriegen. Einmal Schießpulver checken. Ist hier auf einmal alles offen. Okay. Ja, mal ein bisschen gucken. Und dann... Ah ja. Traces of gunpowder. It would appear that Monsieur Lavoisier's gunpowder was taken to the Bastille. Mhm. Ja. War ja, letztes Mal haben wir ja super viel gequatscht mit den Typen. Und die haben ja jede Menge... Ja. Audio funktioniert einfach nicht so gut, ne? Da haben sie echt scheiße gebaut. Aber, naja. It is as it is. Naja, und die haben halt jede Menge Sidequests vergeben und denen werden wir jetzt mal nachgehen. Einmal geht es ja um das Schießpulver. It's from the Bastille. Ja. Damn right. Wie viel wollen wir denn? Ich dachte 4 Hinweise, ne? Oder? Reiter finden. Ist es das schon hier? Ist halt blöd, wenn das Audiozeug nicht funktioniert, dann ist natürlich irgendwie gekniffen. Na gut, okay, so, dann gucken wir mal. Obwohl, es muss ja eigentlich im Log stehen, oder? Okay, Bastille. Also, wir wissen, dass es von der Bastille ist. Das heißt aber, dass wir hier nochmal gucken, kurz nochmal den Flup. Das oder das, so Reiter, vielleicht kommen wir da jetzt endlich durch und es ist hier offen. Könnte ja sein. Guck mal, jetzt ist hier auch ein anderer Gegner. Ah ja, ist offen. Okay. Nicht so nice, ne? Escaped. Okay, müssen wir zurück nachher? Jetzt schauen wir uns das hier erstmal an. Bringt uns da was? Der Jute 3 Spritz, ne, der bringt mal gar nichts. Ja, wir haben also Zero Action. Schwing. Okay. Ah, das ist von dieser Seite. Okidoki. So, hier waren wir, haben gefightet. Hier ist jetzt auch alles offen. Aber das haben wir doch... Moment mal. Hallo? Ja, den hatten wir ja schon mal angeschaut. Sarkophag, fies, ne? Okay. Gehen wir nochmal rein, ne? Achso, hier vom Dude können wir natürlich was mitnehmen.
Sehr gut. Panzerung 2. Mhm. Okay. Das hatte ich übersehen eben. Für mich die Frage, ob wir jetzt da hinten irgendwie reinkommen oder ob da was ist. Ne, ist nicht. So, da können wir zurückfahren. Saint-Marie. Okay, wir gucken nochmal da hinten, ob das hier auf der Map ist. Ich laufe einfach mal durch, ne? Mal gucken, wie weit wir kommen. Mach mal Platz. Genau. Saint-Marie. Na komm. Okay, das ist die Kirche, ne? Some worshippers were able to escape the automats. They ran towards the entrance to the catacombs. Okay, entrance to the catacombs ist wo? Hier um die Ecke? Mal kurz gucken, eben hier. Da können wir noch rüberspringen. Ah, hier irgendwo, ne? Das Ding da. Obwohl, wir können mal eigentlich mal ausprobieren, was passiert mit den Bomben. Oh, wow. Übrigens, ja. Der Junge. Und sie ist kaputt, oder was? Hier hat es nicht geschafft. Er hat zumindest nicht geschafft. Okay, und das geht hier rein, oder? Mhm. Downstairs. Na gut. Verbesserte Brandgranate. Na gut. Ach, du bist es, Dude. So, einmal da runter und einmal da runter. Da sieht nicht so gut aus. Deswegen gucken. Achso, er wacht auf. Na komm. Ah, so ein Ätz-Dude, komm her. Was haben wir noch?
Die nutzen wir eh nie, ne? Von daher können wir sie einfach mal ein bisschen durchcyclen. Burn, Motherfucker. Oh, nicht aufgepasst. So. Jetzt sind wir die auch los. Ah, geht es rauf irgendwie und rüber. Mal gucken, was das bringt. Ist ja nicht so nett, ne? Gut, Katakomben. Na komm. Ach komm, okay. Bisschen tricky. Hier kann man auch so rüberspringen, oder? Nö, das geht nicht. Mehr ist es aber auch nicht, ne? Aber obwohl Bronzebarren ist ja nicht so schlecht. Jetzt habe ich vergessen, ging es da hinten noch weiter oder müssen wir nur hier lang? Okay, kommen wir rauf. Jetzt haben wir gleich einmal einen Rundgang gemacht, oder? Okay. Er haut mir von hinten ans drauf. 2 Spiders. Danke. Aber er ist alleine, ne? Ja, nicht aufgepasst. Wow, okay. Junge. So, hier rauf, oder was? Oder müssen wir hier noch irgendwas machen? Oder war das jetzt der Rückweg? Scheinbar, ne? Da wollen wir rauf und dann sind wir draußen. Okay, ne, aber dann lass uns doch mal gucken. Weil dann war ja noch so ein Ding, wo man sich raufbeamen konnte. Warum lasse ich hier die Hälfte liegen? Ist die Frage. Okay. So, nochmal runter. Und hier meine ich ist es, ne, wo man da rauf kann. Okay, bringt erstmal nichts, oder? Na gut. Auf den zweiten Blick bringt das was, aber hier raus geht nicht, ne? Nein. Okay. Ups.
So, dann bin ich mal gespannt, wo man da rauskommt. Was ist eigentlich in den Säcken? Bringt das was? Nö. Na komm. Okay, wo zum Teufel ist das? Ah ja, andere Seite. Ne? Hier oben bei den Äffchen. Mit dem Big Dude. Alter, geh weg. Ich kann also gegenseitig einfach passen. Das wäre nice. Machen sie aber nicht. Oh, shit. Seit wann können die das denn? Oh, Jungs. So, hier kommen wir raus. Hier nochmal kurz gucken. Okay. So, also rein theoretisch, ich glaube jetzt hier kommt man nirgendwo ran, ne? Nope. So, Big Daddy ist da. Wollen wir mal gucken? Ja, eigentlich habe ich keinen Bock, ne? Oh, da hätten wir rüber gekonnt. Okay. Guter Hinweis. Wir haben eh schon alles offen. Die Kutsche ist ne eher hier lang. Moin Meister, muss los. So, dann gehen wir einfach hier durch. Jo, ist klar. Den müssen wir immer besuchen, ne? So, Monsieur Neveu ist doch hier oben drin irgendwo. Wer ist das? Lafayette, ne? Wow. Jetzt
muss man nur noch wissen, wer ist. Er hier. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Goodbye, Okay, Monsieur der le war's Marquis. nicht. Wer ist denn der Typ mit dem Schießpulver? Ich dachte, das wäre Lafayette. Ist dann der da hinten irgendwo? Er hier in der Ecke, ne? Ja. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? The clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable. You must find a way to get there and put an end to this threat. The clues I found. Ja, okay. Goodbye, Monsieur Lavoisier. How was your search at the Vaucansons' home? I found this penknife there. I was struck with a vision as soon as I picked it up. I saw Mademoiselle de Vaucanson running from the Comte de Cagliostro. This letter refers to a hiding place where she often sought refuge. It's in the Jardin du Luxembourg. I know the place. One day, Eugène and I were walking in the Luxembourg gardens when suddenly Athenais jumped out from our hiding place like a wild animal. It was a startling, almost frightening sight. The spot is on the edge of the garden, hidden by vegetation between two statues. I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. Ja, immer noch I'm an Schießpulver. astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. So, So how is Robespierre. Monsieur Marat? I haven't met him yet. He is your only chance to reach the Bastille, Aegis. Ja, okay. You must speak to him. He's holed up in the quarries of Montmartre, hiding from the Marquis de Lafayette. Ja, Montmartre waren wir da natürlich noch nicht. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Robespierre haben wir fertig. So, er hier. Has anyone seen Monsieur de Mirabeau? Ach, keine Ahnung. Erstmal mit ihm nochmal quatschen. Monsieur Necker. Necker. Madame? Eh bien, do you come bearing good news? Naja, Your wife. ist kaputt. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of Nicht such an kaputt, outcome. okay. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The three of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? They are not in your possession. No, not yet. You must ensure they do not benefit the king, madame. You will find them in the Armoire de Fer, in the Palais des Tuileries. Do with them as you see fit. As long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. Ja, you're welcome. I pray Chouchou. that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, monsieur. To what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions.
How could your ragged pack of wretches win any sort of battle? They'd be unable to lift a sword. When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight. Unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms. And everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? The bonds are not yet in my possession. Then please continue your search. Na gut, was ist das hier für eine geile Kiste? Ich will hier Sachen haben. Nein. Robespierre will halt die Monetas für die Leute haben. Er will eine Armee aufbauen. Haben wir für ihn was gemacht? Ich weiß nicht, ob wir zwischendurch was gefunden hatten. Did you go to the Hotel de Massiac? Na. No, not yet. Remember, it's by Les Halles, just west of the Marché des Innocents. What is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas, there's been no sign of him. I hope to God that no misfortune has befallen him. You are quite a long way from home, Monsieur Raymond. I haven't been back to Saint-Domingue in nearly 5 years. I left my most trusted men in charge of overseeing my indigo plantation. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben das doch schon gehört, oder? I was alas later, and then, mon Dieu. Das haben wir alles schon gefragt. See you later, perhaps. See you later, Alligator. So, bedeutet aber auch, dass wir mal abhauen oder eigentlich nochmal mit den Geistlichen hier sprechen. Aegis, I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for Ja, me? klar. Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion. Like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed.
They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year, I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Okay. Goodbye, mon père. Das gute alte Büßertour. So, ich würde mal sagen, wir machen uns so auf den Weg dahin. Und dann schauen wir mal in der nächsten Session, was wir da erreichen können, oder? Kurz ein kleiner Blick auf den Kompass. Katsching. Obwohl, das Versteck hier, das können wir doch noch finden, oder? Da kommt man aber gar nicht ran, oder? Warte mal. Wir kommen da ja gar nicht durch. Oder? Vielleicht ja diese Ecke. Ist aber alles zu eigentlich, oder? Dahin geht's ja auch nicht weiter. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Noch nie geguckt, oder? Das gucken wir uns mal an. Ah, es ist ja gut. Ah ja, okay. Also, let's go. Das ist wieder eine ganz andere Ecke. Ich wusste gar nicht, dass wir wirklich so durchlaufen können. Mal kurz ein bisschen abkühlen. Wie kommen wir da hinten lang? Da hinten vielleicht rum. Aber ich meine, das ist Sackgasse hier, oder? Ja, ja, chillax. Oh, noch einer. Also hier war ja auf jeden Fall zu, genau. So, und da müssen wir aber hinter. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier durch, ne? Oh, okay, da hinten kommen wir durch, oder? Ja. Athenais' hiding place. Here. Erstmal die Truhe. Sehr gut. Franciscus Antonius. What unusual names. Whose cane could this be? Perhaps the guests at the Cordelier can enlighten me. Okay, wollen wir da einmal nochmal zurück oder was? Und dann nächste Session? Ja, das machen wir noch eben, ne? Eben mal fragen, was Sache ist.
Gibt's da eine crazy Abkürzung? Nee, ne? Junge, chill doch mal. Kommen wir jetzt hier nochmal raus. Nee, das war jetzt nicht richtig, ne? Doch, da hinten durch. Alles gut. So, wen fragen wir denn da mal? How is your research on Nicholas Flamel going? I have done nothing Yeah. yet. Yeah, Don't take too nothing. long, Aegis. Don't forget that the tomb is in the crypt of the Église Saint-Jacques de la Boucherie. Under Wer the weiß denn cemetery. das mit den The church isn't Leuten, far from the Hotel mit de den Ville. Kindern? Das wissen Goodbye, wir. mon père. Robespierre weiß das natürlich nicht. Wie sieht's aus mit ihm? Monsieur Beilly. Does the name Franciscus Antonius mean anything to you? We scholars have the strange habit of adopting names from antiquity. I imagine that we're actually looking for someone named Francois Antoine. But no matter how hard I think, I'm afraid it doesn't ring a bell. Okay, er weiß nix. Und wie sieht's aus mit Powderman? Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Do the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing really. Francois Antoine, maybe? No, nothing with that name either. I'm sorry, madame. Okay. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Wollen wir Monsieur hier mal fragen? Vielleicht weiß er was, Robespierre. So how is Monsieur Marat? I haven't Ja, met him yet. Chouchou. Wir He haben is eine your andere only Frage. chance to reach the Ja. Bastille, Aegis. You must speak to him. He's holed up in the quarries of Montmartre, hiding from the Marquis de Lafayette. So, wie sieht's denn I damit found a aus? cane engraved with the name Franciscus Antonius. Who could it belong to? Let me think a moment. Je vous prie. I know an Antoine Francois, a printer on Rue de la Harpe. His surname is Momoro, but he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. I have yet to procure Monsieur Necker's bonds. You don't intend to leave them to the king, do you? No, that is out of the question. That's good to hear. Quoi qu'il en soit. If you do manage to get them, come and find me. Goodbye, Monsieur de Robespierre. So, hätten wir doch die Dudes da vorne fragen sollen, oder was? Oder weiß er das etwa? Monsieur le Marquis, I'm listening, Aegis. Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? Francois Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Oh Mann, ey. Das bringt auch nichts.
Wer kann das denn wissen hier? Echt Dude oder was? Hätte ich den gleich mal fragen sollen? How is your research on Nicholas Ja, Flamel gar nicht. going? Schuschu. I have done nothing yet. Don't take too long, Nothing. Aegis. Don't forget that the tomb is in the crypt of the Église Saint-Jacques de la Boucherie, under the cemetery. The church isn't far from the Hôtel de Ville. Oui, oui. So, was ist mit ihm hier? Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Let's see. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma chère. Mon Goodbye, chéri. mon père. Le frère, le père. So, wie sieht's hiermit aus? Pass Did you auf, go das to ist the der Hotel andere. Massiac? No, not yet. Remember, Ich hab eine andere it's by Frage. Les Halles, just west of the Marché des Innocents. Ja, kriegen wir schon raus, aber I hier. found a cane inscribed with the name Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. Oh, nee, es ist nicht echt der Dude hier, ey. Das wäre echt der Hammer. Komm. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Méry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Do the four names Franciscus Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. Junge, ey. Kann nicht sein, wir haben alle gefragt, oder? Ist keinen vergessen. Na gut, vielleicht kommt da noch einer dazu. Voll nervig. Okay, aber bedeutet, wir gehen noch mal ein bisschen auf die Suche. Und den Rest von der kleinen Story machen wir beim nächsten Mal. Also bis dann, ciao.